Hallo, prima, dass ihr alle da seid. Bald ist ja Ostern. Ich werde euch jetzt ein Buch vorlesen. Das Buch heißt Mein Bilderbuch Ostern. Es ist vom Don Bosco Verlag und ich lese es euch nun vor. Und? Seid ihr schon alle aufgeregt? Ostern. Bei dem Wort Ostern denkst du bestimmt an Schokoladen-Ostereier, an den Osterhasen und an das Osternest suchen im Garten. Das alles gehört dazu. Aber Ostern ist noch viel mehr. An Ostern feiern wir die Auferstehung von Jesus, Gottes Sohn. Nachdem ihn römische Soldaten an ein großes Holzkreuz geschlagen hatten, und er gestorben war, konnte er den Tod besiegen. Wir sagen, Jesus ist für uns auferstanden. Denn auch wir dürfen hoffen, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, sondern etwas Neues beginnt. Ein anderes Leben bei Gott. Ostern ist für Christen das wichtigste Fest. Doch bevor wir Ostern feiern, kommt eine Vorbereitungszeit. Zu Weihnachten gehört der Advent dazu. Zu Ostern gehört die Fastenzeit. In dieser Zeit verzichten viele Leute auf etwas, was für sie sonst den Alltag angenehm macht. Schokolade zum Beispiel oder ein Glas Wein am Abend. Auch Kinder können schon mitmachen und auf Süßes verzichten. Die Menschen wollen es machen wie Jesus. Er verbrachte 40 Tage in der Wüste aß und trank sehr wenig und war ganz allein. In dieser Zeit betete er sehr viel zu Gott und dachte darüber nach, was wirklich wichtig ist für die Freundschaft mit Gott. Deshalb dauert die Fastenzeit 40 Tage. Die Fastenzeit beginnt immer gleich. Nach Karneval und Fasching am Aschermittwoch. An diesem Tag gehen viele Leute in die Kirche. Dort bekommen sie zum Zeichen dafür, dass nun die Fastenzeit beginnt, ein Kreuz aus Asche auf die Stirn gezeichnet.
Der letzte Sonntag der Fastenzeit heißt Palmsonntag. An diesem Tag zog Jesus mit seinen Freunden in die Stadt Jerusalem. Er kam auf einem Esel geritten und wurde von sehr vielen Menschen mit Jubel begrüßt. Sie standen am Straßenrand und winkten ihm mit Palmzweigen zu, deshalb der Name Palmsonntag. Nach dem Palmsonntag beginnt die letzte Woche vor Ostern. Die Karwoche. Zu ihr gehört auch der Gründonnerstag. An diesem Tag denken wir daran, dass Jesus in der Nacht vor seinem Tod ein Abschiedsmahl gefeiert hat. Er gab den Jüngern, seinen Freunden, Brot und Wein und sagte: Ich muss bald sterben, aber dennoch bleibe ich immer bei euch. Wenn ihr zusammen Brot und Wein teilt, sollt ihr euch daran erinnern, dass Gott euch nie im Stich lässt. Karfreitag ist für Christen auf der ganzen Welt ein trauriger Tag. Jesus starb am Kreuz. Einige seiner Freundinnen und Freunde nahmen ihn schließlich vom Kreuz ab, wickelten ihn in Leinentücher und legten ihn in ein Felsengrab. Sie alle waren sehr traurig darüber, dass Jesus sterben musste. Nach einigen Tagen kamen 2 Freundinnen von Jesus zum Grab. Sie staunten, als das Grab leer war und konnten sich das nicht erklären. Und plötzlich nahmen sie ein helles Licht wahr und sie sahen Jesus. Jesus war wieder bei ihnen. Sie erkannten ihn und er sprach freundlich, wie sie es von ihm gewohnt waren, zu ihnen. Jesus erschien den beiden Frauen wie ein Licht, das durch die Dunkelheit leuchtet. An Jesus als Licht der Welt erinnern uns auch die Osterfeuer, die in der Osternacht entzündet werden. Sie sagen uns, so wie das Feuer die dunkle Nacht erhellt, ist es auch für uns bei Gott hell und warm. Nach dem Gottesdienst am Ostersonntag treffen sich die Familien zum Osterfrühstück. Die gesegneten Osterspeisen schmecken an diesem Morgen ganz himmlisch. Jetzt wisst ihr noch mehr über Ostern. Ich wünsche euch frohe Ostern.